Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Wir befinden uns immer noch mitten in unserem nächtlichen Abendspaziergang hier durchs wunderschöne Trista und das ist quasi die Ruhe vor dem Sturm, denn wir werden am nächsten Tag wahrscheinlich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Heimdall stürmen und Crow konfrontieren und es spricht alles dafür, dass wir kurz vor der finalen Schlacht stehen, aber jetzt geht es erstmal darum, sich zu sammeln, letzte Gespräche zu führen, ein bisschen die Seele zu beruhigen, vielleicht ein bisschen Optimismus und Kraft noch mitzunehmen und zu tanken und ja, alles, was dafür zuträglich ist, wird jetzt hier natürlich mitgenommen. Oh shit, na, das ist ja ein stressiger Einstieg. Wow, ja, hetz mich doch noch mehr. Es gibt nichts Schlimmeres, als während so einer hektischen Angel-Action, oh, ich glaube, der ist aber neu, auch noch die ganze Zeit zu quatschen. Ey, ich sag euch, am Ende wird mir ein Fisch fehlen. Ich hab's beim letzten Mal schon so ein bisschen befürchtet, als wir am Akademieteich ein paar seltene noch rausgeholt haben, aber am Ende der eine wird sein und ich wette, genau für den habe ich dann keinen Speicherstand seinerzeit angelegt. Also ich hoffe, dass man den hier irgendwie noch rausbekommt, weil irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, nachdem die letzten auch schon nicht so einfach waren zu fangen, dass ich den irgendwo übersehen habe. Also, dass das keiner von den ultra-seltenen ist. Oder wir werden tatsächlich in Heimdall oder wo auch immer, den kennen wir auch, vielleicht nochmal eine weitere Angelstelle finden. Kann ja sein. Ich meine, das Thema Rezepte habe ich auch irgendwann schon auf halber Strecke aufgegeben. Und dann kam die gute Lotte aus dem Nichts und hat gezeigt, dass es doch noch Hoffnung gibt. Vielleicht ist das hier beim Angeln auch so. So, also die letzten beiden waren ein Salmon und eine Grey Crab. Super. Jetzt fehlen mir sogar noch 2. Das wird ja immer trauriger. Nee, ich will kein Groundbait einsetzen. So, aber es gab doch hier mal die Möglichkeit, genau bei Fishing zu gucken. Ja. Okay, also doch ein ganz seltener scheint noch zu fehlen. Aber was ist das hier bitte? Also das werde ich nach Abschluss wahrscheinlich, vielleicht auch vorher schon, muss ich mal gucken. Nee, erst nach Abschluss werde ich das im Internet nachgucken, weil ich bei solchen Sammelsachen immer Angst habe, mich dann zu spoilern, ne? Weil dann gibt es doch irgendwie ein letztes Gebiet und dann ist das letzte Gebiet vielleicht gar nicht Heimdall, sondern irgendwas anderes und dann nimmt das mir schon wieder zu viel vorweg. Ich gucke am Ende mal. Ihr könnt es mir aber auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr aus dem Kopf wisst, was hier noch für Lücken sind, beziehungsweise wer oder was da noch fehlt. Have you been okay, Kenny? Sure have. I caught a really rare fish over in the NOCH province. Here, I'll show you. Yay, I wanna see. Wow, how'd you catch this? Hold on to your socks, because this is a whale of a tail. A whale of a tail. Aha, sagt man das so im Englischen. Interessant. Aber vielleicht kann ich jetzt nach dem Gespräch irgendwas Neues angeln, aber bestimmt nicht. Ich skizziere hier schon wieder irgendwelche Verschwörungstheorien, nur um an meine Hoffnung zu appellieren, aber ich glaube, das ist nicht zielführend. There's nothing like fishing after sunset. Remember our competition right here? The one where we both tried to catch the Guardian? Good memories. Yeah, that was a blast. Feels like a lifetime ago at this point. There are all kinds of new fish in here now too. Care to join me and see what you can catch? Ich habe schon angefangen, beziehungsweise bin eigentlich schon fertig. Man, it feels good to be back in Trista. Even the way the air smells is nostalgic. You know, I think I'm going to spend the rest of the night fishing right here. Na dann, mach mal. Ich bin traurig. Ich wünschte, diese Lücke in der Mitte wäre nicht. Also wenn nur die letzte fehlen würde, damit könnte ich leben. Das war jetzt aber auch der einzige Angelspot, oder? Weil Reen mich hier gerade so von der Seite wieder voll quatscht. Aber nee, das war der einzige. Ja, Reen, ich weiß es. Aber du hast ja gesehen, wir haben nichts rausgeholt, was irgendwie neu war. Also doch, der erste. Aber da hört es dann auch schon auf. Oh, hier ist aber einiges los. Oh, da sitzt Milliam. Die sieht irgendwie voll traurig aus. Ein bisschen bedröppelt, nachdenklich. Hi. You and Ellen have really gotten stronger since I was away. Looks like the war provided you both with ample training opportunities.
Pretty sure you could probably still wipe the floor with both of us at once, though. And to be fair, Patrick's gotten a little tougher and a little less of an asshole too. Just a little. You know, Loggins, there's no harm in giving someone an honest compliment once in a while. Oh, notebook update. I have to admit that I'm still rather upset over losing to your class. But oh well, today's your day in the sun. I suppose I can let it slide this once. Aber wenn das vorbei ist, ne, dann kommst du wieder... Oh, zurück mit maximalem Anspruch. Hallo Euler. After all the turmoil, it's nice to have life back to normal here after so long. I've missed being able to go on these walks of mine. They weren't very relaxing or enjoyable with the Alliance around. Aber jetzt sind wir ja da. I owe you students my warmest, most sincere thanks for what you've done for the city. It's only thanks to you that I'm able to enjoy my walks again. Na, wenn es sonst nichts weiter ist, gönn dir, alter Mann. Gönn dir, mein lieber Euler. Patrick was a real piece of shit when I first met him, but he's gotten a little bit better since then, kinda. Still looks like we'll be able to leave the club in decent hands now, at least. Patrick was a real... Ja, ich fand es, also wie er uns da teilweise begegnet ist, hier vorhin schon wieder, fand ich auch schon wieder grenzwertig. Aber es stimmt schon, ganz am Anfang war es noch ätzender. Oh, die nächste Suppenküche hat offen, aber wir haben uns schon bei Celestien satt gegessen. Would you like something warm to drink? Free of charge, of course, and courtesy of the merchants of Trista. Ach, das ist was zum Trinken. Nix mit Essen, ich dachte Suppe. It's a day of celebration, so that's all the more reason to make sure that you don't catch a cold. Das stimmt. The town and academy are like a flower bed in full bloom. Nothing but happiness as far as the eye can see. I doubt any of us will ever forget this day. Hat sie nicht gerade was von Catch a Cold gesagt? Und dann guck mal, da sind diese komischen Ballerinaschlappen hier an. Also so kalt kann es ja dann doch irgendwie nicht sein. Und sie hier mit kurzem Rock. It's really cold out tonight, so we are out here giving hot drinks to anyone who wants to warm up. It's so good to have everyone back. I've really missed seeing all of you. Oh, ich sehe sie nicht, weil ich gerade so blöd vor ihr stehe. Sorry, I always cry over stuff like this. I get so emotional at these things. Alles gut. Ich finde, es gibt dir eher Plus- und Sympathiepunkte. Today's a happy day, no time for tears. Smile, Dolly, smile. Especially since nobody knows what might happen tomorrow. We should take the chance to be happy while we have it. Das ist echt so. Das ist so eine Lebensphilosophie, die man sich eigentlich jeden Tag vor Augen führen müsste. Und dann passiert immer irgendein Schrott und dann zieht man oder lässt man sich wieder runterziehen. Also ich habe da definitiv auch noch Luft nach oben, was das Thema glückliche Zeiten zu schätzen wissen angeht. Good evening, lovely to see the town so vibrant again, isn't it? That it is, though I take it you're here preparing for tomorrow instead of joining in the festivities. You got it. We're getting our high-speed vehicles prepped in Trista Station as we speak. We've already got a team at work near Carroll too. On top of that, the 4th Division rolls out tomorrow morning. Get some rest tonight. We won't have the luxury for much longer, unfortunately. I will. But that's enough serious talk for now. Tonight's supposed to be happy. Just make sure you rest up so you'll be in peak condition for tomorrow, alright? Ich muss es nur noch mit der richtigen Person machen. Ich habe aber einen wichtigen Hinweis aus den Kommentaren entnommen. Today's last train has already left the station. It's got me feeling a little nostalgic. Nämlich, dass es ausreicht, ein Special-Event pro Charakter zu machen, um die jeweiligen Endings für die Charaktere freizuschalten. Und da ich mit Laura ja schon Blade gespielt habe, in diesem einen Special-Moment, sage ich mal, ist es theoretisch jetzt nicht notwendig, nochmal Laura auszuwählen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich kurzerhand umschwenken, damit wir hier am Ende vielleicht sogar mehrere Endings zu sehen bekommen. Mal schauen. Rex and I have been running around town taking as many pictures as we can. It's just nice to see how happy everyone is. There's not a frown to be found. Seeing everyone like this reminds me that smiles are what I wanted to capture most. Smiles are contagious. It just makes me happy to see people happy. And that's what I wanted to capture with my camera most of all, smiling faces. Ich wünschte, Rex wäre genauso wie du, Fidelio. Bist auf jeden Fall ein guter Kerl. Na, ihr zwei tote Täubchen.
Man, cannot believe how long it's been since we were last here. Tonight kinda reminds of the Academy Festival's after party too. Same here, especially because it smells like good business waiting to happen. Just think of all the commemorative sales we could hold if we get this war wrapped up. My wallet's feeling thicker already. Nothing but profits in that heat of yours, is there? So kennst du ihn doch. Hugo never changes, does he? Cannot deny that I'm feeling the urge to open another stall like I did during the festival though. Siehste, ihr seid euch gar nicht mal so unähnlich. Hugo never changes, does he? So, hier wiederholt sie sich. We've got to put a bow on this war as soon as possible. Just think of the commemorative sales we could hold. Haha, maybe we could even organize some sort of business opportunity over at the Academy again. Never hurts to dream. Ja, ich glaube, wir schließen uns diesem Traum gerne an, denn auch wir glauben ganz fest daran, dass es ein friedliches Danach geben wird. Mal gucken. So, hello. Yeah, Mom and Dad will never change. I'm so glad all the scary soldiers are gone though. I couldn't even play outside when they were here. Yeah, Mom and Dad will never change. Tja, sei froh, dass die beiden sich so gut miteinander verstehen und noch zusammen sind. I love the mood tonight. What do you say about doing a tour of the town ourselves? That does sound nice. It will be just like a date. Oh, I know. Maybe we should wrap ourselves up together in that red scarf again. That might be a little too cute. That brings back memories. It's a lovely idea, but I think I'd be worried about everyone staring at us if we did it outside. I think that kind of thing's best kept behind closed doors anyway. Ich werde bestimmt alternative Aktivitäten hier draußen finden. Ich habe gehört, da drüben gibt es warme Getränke. Vielleicht ist da sogar Glühwein dabei. Ich weiß nicht. Did you overhear that? Well, we've only got one scarf, so we need to try to make do. Especially because it's too cold to be out without one. Still, maybe if we all hold hands, that would be enough to keep us warm. Come on, Kurt, that includes you. Endlich beziehen sie auch mal das Kind mit ein. Ich dachte, die haben den Kurt jetzt hier komplett außen vor gelassen. Because without one includes you. Okay. So, warte mal. Jetzt bin ich mit den Leuten draußen fertig. Ich brauche irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge, jetzt weiterzumachen. Obwohl, nee, die Leute, die im Park sitzen, die hatte ich noch nicht. I should probably stay in town for now. It would be a shame to waste a night like this wandering around on my own. Och, finde ich gar nicht. Das finde ich gar nicht. Einfach mal einen klaren Kopf durch einen alleinigen abendlichen Spaziergang. Ich finde, das kann auch durchaus Vorteile haben. Oh, das hebe ich mir fürs Ende auf hier mit Margarita. Das wird interessant, glaube ich. It's so nice to hang out again. We haven't talked in forever. We'll have to be sure to go shopping together as soon as this stupid war is over, okay? You've got a promise. Okay, I promise. Sehr schön. It's such a relief to know that Melinda is the same old Melinda. Makes all the work we put into retaking Trista totally worth it. Aber wenn das meine beste Freundinnen sind, dann weiß ich auch nicht. It's such a relief, old Melinda, worth it. Okay, und was sagen Sie über Colette? Oh, how I've missed being able to go on a good shopping spree. It just wasn't the same with all those soldiers around. The chance to unleash my inner shopaholic with Colette again can't come soon enough. Oh, how I've missed being able, soldiers around soon enough. Okay. So, hey André. Na, schönen Spot hast du dir ausgesucht? How did I know I'd find you here? Hey, joyous towns such as this give off a sweet call for traveling musicians of my elegant caliber. Please, I insist, allow me to volunteer my music to make this a night to remember. As much as I hate to admit it, things do feel a little more high-spirited with him around. Finde ich auch. My dear listeners, I am here to fill this world with love and peace. Allow me to play you a song that will warm your hearts and bring a light to this dark night. It's called The World is Full of Love. Ja, bisschen kitschig, aber ey, wenn der Song passt, ist egal wie das Ding heißt. My dear listeners, Night Full of Love, okay. Hat das einen bestimmten Grund, meine liebe Milliam, dass du genau hier sitzt, wo der André spielt? Ja,
Ey, das ist eigentlich Viehs Schlafbank. War das nicht im ersten Teil die allererste Begegnung mit Vieh hier auf dieser Bank? Someone looks ready for bed. You better head on back to the Courageous. You'd catch a cold if you slept out here, and we need to you in fighting shape for tomorrow. Oh, come on, I'm not gonna fall asleep. I'm just a little tired. See, I'm as awake as can be. Besides, who'd waste a night like this snoozing? After all the work we put into getting back here, we've gotta enjoy it. Fair enough, fair enough. Honestly, it's kind of nice to hear that you like this town enough that you're happy to be back. You're always telling me I'm just as much a part of Class 7 as you are, so this is my home away from home. And it's just nice having a home to come back to, you know? Ich glaube, das fühlt er genauso. Oh yeah, I'm gonna head over to the academy in a bit to do some adventuring. Do you have any free time later? What, you need a second adventurer? Not exactly. I was just wondering if we could check out our dorm together. I want to take a look around and I figured it would be more fun if you were with me. It might... Ja, ich agree erstmal. Sure, sign me up as your co-adventurer. Woohoo! Catch you later then. I'll be around sometime, but I try not to make you wait too long. Aber vielleicht lasse ich mir viel Zeit. Ich weiß nicht mehr, ob der Wortlaut der gleiche ist wie beim letzten Mal. Das ist doch neu, oder? Reen pulled his Arcus out of his pocket with trepidation and made the dreaded call. Okay, then. Guess I'll head over to the dorm once I've done everything I wanted today. Ey, da war irgendwie gerade ein neuer Text, glaube ich. I head over to the dorm as soon as my academy adventures are complete. See ya, I probably won't keep you waiting too long, probably. Oh, guck mal, wie gruselig da hinten im Schaufenster die Schaufensterpuppen sind, als ob da irgendwelche, keine Ahnung, Geister, Gespenster rumkraucheln, rumstehen würden. So, mit wem zuerst? Margarita. I made some delightful sweets for you using every single bit of my love. Why don't we cuddle up on that bench over there and feed them to each other? Should you be so overtaken by your longing that we end up tangled in a romantic embrace, then so be it. Ach du Scheiße. No, please, anything but that. Come now, there's no need to be so shy, but that is one of the many things I love about you. It just makes me want to hug you tight and never, ever let you go. Ideals, please, grant me escape from this mad woman. Der Arme. Die ist auch ganz schön aufdringlich so, also ein bisschen, ich glaube, die wäre nicht komplett chancenlos, wenn sie es einfach ein bisschen anders angegangen wäre, aber jetzt ist das Kind vermutlich eh schon im Brunnen gefallen. Goddess, I never imagined that it would be possible, but she's even more fearsome than ever before. Perhaps the truest sign of the terror of war is that it's made her stronger. This is not the terror of war, Master Vincent. It is simply the power of love. Ja, so sieht's aus. Oder die power of obsession. Don't just stand there making pithy comments, Sarifa. Assist me, please. Tja, please let us calm ourselves and talk about this like reasonable people. You want to go and talk somewhere more private? Oh my, I'd be happy to accompany you somewhere a little quieter. Everything I do to calm the situation nearly exacerbates it. So rum. Please let us calm ourselves. Ja, das kommt ein bisschen falsch an. Aber eigentlich kann sie ja froh sein, dass er nicht mehr schreiend vor ihr wegrennt. War das nicht mal eine Zeit lang der Fall, dass er ihr ständig aus dem Weg gegangen ist? Oder sie ist ihm einfach die ganze Zeit gefolgt und er konnte nicht anders? Könnte auch sein. I'm afraid I have not yet discovered a way to control Lady Margarita when she gets like this. It appears you have no recourse but to attempt to pacify her yourself. May I suggest accepting her offer of a warm embrace and whispering sweet nothings in her ear as a starting point? What? What, Sarifa, du Sau? Ey, ich glaube, die genießt dieses Spektakel hier gerade ein bisschen. No, you may not. Perhaps this is yet another sign that we're returning to normality. She enjoys this way too much. Das ist auch mein Eindruck gewesen, Reen.
Das ist echt so. Aber ein bisschen amüsant ist es auch, ne? Also ich meine, der Vincent, der kann einem schon ein bisschen leid tun, aber es ist auch ein bisschen lustig, muss man ja leider sagen. So, Reihenfolge. Ich starte mal mit dem Bookstore. Wir nehmen uns mal erstmal die Sachen hier auf der Seite vor, also Bookstore, Kirche und die Radio Station. Irgendwas, was hier blinkt und sparkelt vielleicht? Anything? Irgendwas? Nö. So, hello, my friend. What do you have here? Warum habe ich das nicht? A small book full of inspiring words about the body. Ich nehme das mal mit, einfach weil ich überall gerne eine 1 zu stehen hätte, aber anlegen werde ich es nicht. So, aber neue Bücher hat er leider nicht im Petto. Was eigentlich aber auch gut ist. Hier Curry, das war eigentlich somit das wertvollste Rezept, was wir hier über kurz oder lang bekommen haben. Hi there, we're open until late tonight, so you can stop by and shop to your heart's content. Phew, it's so much easier doing business now that the Alliance is out of our hair. They needed paperwork for everything. But we managed to hang in there, thanks in no small part to Kay of all people helping out. Haha, never would have thought I'd say that before the war. I guess he's grown up a bit. We didn't have it as rough as the students, of course, but there was still a lot we couldn't do when the Alliance was around. Still, we're free of them now, and you guys are back, so I'd say all the struggle paid off, wouldn't you? Ja. Ja, ich glaube, noch würden wir das nicht so ohne weiteres unterschreiben, weil wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber wenn wir aus der nächsten Schlacht siegreich hervorgehen, dann hast du unsere volle Zustimmung. Ich glaube, da spreche ich auch stellvertretend für Reen. Die gute Sarah habe ich gespottet. Dann könnte Sarah jetzt eigentlich diejenige sein, mit der ich die Nacht verbringe. Wobei, ich glaube, ich halte an Laura fest. Ich glaube, ich ziehe das durch. Also ich würde, wenn ich das halt nicht let's playen würde, genauso handeln. Und mich interessiert ja nicht nur, dass ich bestimmte Endings freischalte. Mich interessiert ja auch, worüber die so sprechen. Und von daher bleibe ich, glaube ich, bei Laura. Trista, finally it seems like it's back to the way it should be. It just isn't right unless it's all lively like this. And who do we owe that to? You students, of course. So here's a little something from me. Dankeschön. Das ist aber nett. Wow, there's a lot here. Thank you so much. Sure thing. Make sure you all enjoy it. Sowieso. Wer sagt denn bei Pasta bitte nein? Bei Golden Pasta 1500 hat er uns gerade quasi geschenkt. Das ist sehr, 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 sehr freundlich. I'm giving every customer who walks in here tonight a freebie. Haha. Won't be a night to remember if we don't all pitch in, right? I'm giving every customer who walks in. Okay. Und was ist, wenn ich gar kein Customer bin, weil ich hier nur jemanden gesucht habe und gleich wieder raus will? Willst du dann deine Pasta wieder zurückhaben? It's so nice to finally be able to sit and enjoy a relaxing cup of red tea again. But who knows how long I'll be able to. Aber konntest du das vorher nicht? Weil die Läden, die hatten ja alle offen, wenn ich das richtig verstehe. Nur, dass eben das alles ein bisschen unentspannter war mit Bürokratie und so Gedöns. There's no telling what tomorrow may bring, so we should enjoy what we can while we can. So the time to fight for Heimdall is nearly upon us. I suppose I should enjoy these last moments of relaxation while I can. Gönn dir. Oder seine Aussage bezog sich auch darauf, dass er jetzt entspannt und mit sich im Frieden quasi seinen Tee trinken kann. Vielleicht habe ich das auch einfach nur falsch verstanden. Oh, das sind Heinrich und Thomas, ne? Ja, mit denen sie hier sitzt. Spannend. Na? Wait, could those books be? By any chance, is that the Complete Gambler Jack 2 collection? Aha. Ist da jemand etwa impressed? Yeah, but I knew it. So have you read it already? What did you think of it? Interesting? I guess I wasn't really in the mood for a story set in Calvert, but other than that, it was fine. Why do you ask? Are you a fan? How dare you imply I'd have an interest in mass market rubbish like that, and set in an
enemy country, no less. No, no, I mustn't be so quick to judge. Rixia Mao gave the series a wholehearted recommendation in an interview, so there must be something of worth in those pages. Rixia Mao, the Crossbellion Performer. Ja, da wo er sich... War das in Teil 1 oder in Teil 2? Ich weiß nicht mehr, da wo er sich als Die Hard Fan geoutet hat in irgendeiner Sidequest seinerzeit hier in Trista. Das muss ja dann in Teil 1 gewesen sein, weil in Teil 2 waren wir ja hier nicht. Ah yes, I'd nearly forgotten about his celebrity crush. I'm glad to see you haven't forgotten her name. That's good, very good. Das war die Mission, wo er sein Laptop verlegt hatte, kann das sein? War das er? Her recommendation spurred within me an infinitesimal interest in those books, but finding them has posed quite a challenge. I finally managed to acquire copies of the original and read them cover to cover, but the sequel continues to escape my grasp. That's a shame. He's eyeing these books like a starving animal. Maybe I should just give them to him. Dann kann ich die aber selber nicht mehr lesen. Oder? Ich weiß nicht, aber ich sag niemals nein bei sowas. Die Formulierung hier, na, bye. Ja, hier, gönn dir. If you really want them, I'd be happy to give you my copies. Are you sure? Of course, I've already read them and I'm not exactly chomping at the bit to read them again. Eigentlich haben wir die noch nicht gelesen, aber gut, Reen, lüg mal schön rum. Well, if you insist, I suppose it would be rude of me to refuse an offer from a student. Very well, I will take your extra literature off your hands. I think that's probably a heartfelt thank you in Heinrich speak. I should give you something in return, though, shouldn't I? Very well. Danke. Simurian, I can't believe it. If you don't mind me asking, how did you end up with this? Das ist eine sehr berechtigte Frage. It's an antique that has been passed down in my family for generations. It's hardly valuable enough for me to call it an heirloom, and I've never thought of it as anything more than an odd stone. From what I hear, however, in the right hands, it can be used to customize weapons. It's not doing any good in my possession, obviously, but it might do well in yours. Well, if you're sure. Thank you very much. We'll make sure to put it to proper use. Glad to hear it. As for these books, I suppose I read them after you succeed in your operation tomorrow. So make sure that you come back safely and not for my reading pleasure alone. We will. Hat er gerade uns quasi alles Gute gewünscht und gehofft, dass wir wohlbehalten zurückkommen, auch wenn er das ein bisschen subtil nur ausgedrückt hat? Danke, Heinrich. You and your classmates are truly incorrigible irresponsible. Did you never at any point even think of what might have happened if you've gotten hurt staging an operation like that? Well, yeah, but has he even had that much to drink? He's talking like he got started this morning. Da verschluck ich mich direkt beim Lachen, oh Mann. What's worse is that you're even corrupting the other classes. If Class 7 had never been cooked up, the upper class students of the academy never would have debased themselves by attempting something so insane. Absolutely never. I know you can hear me, Instructor Weierstein. All of this is your fault. I hope you know. Oh, come on. You can't blame me for every little thing that happens at the academy, can you? Oh, da gab's ein Update. This year's been one thing after another. Still, I suppose I should be happy that all of the students returned safely. Ich mag den, wenn der betrunken ist. Da wird er ein bisschen emotional. So kennt man den gar nicht. Also auch so positiv emotional, weil der ist sonst immer so destruktiv kritisch allem gegenüber. I was so glad to see that all of the students who stayed at the academy are doing well. I'm still a little disappointed we couldn't invite Instructor Neidhart to this little gathering, though. Yeah, he probably has his hands too full preparing for tomorrow's battle to be sitting around here. I hope he's going to be alright. Worry not, I'd honestly be more concerned for the safety of his enemies. I'm sure he'll be back here in no time, arguing with Instructor Sarah like a couple of lovers who can't admit their true feelings for one another.
Thomas, you ass, I heard that. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie reagiert. When this was finally over, I'll have to be sure to invite Instructor Neidhart out for drinks again. Naturally, you're always welcome to join us for some fine fraternal bonding, Reen. Well, I think I could swing it, as long as you don't try to spike my drink or anything. Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Bonding. Immer wenn er Bonding sagt, dann frage ich mich dann immer direkt, kann man vielleicht irgendwann mal Bonding-Punkte auch mit den Instructoren sammeln? Also, abseits von Sarah? Even and Reen out for a little stroll to see what everyone's up to? Yeah, I guess I shouldn't be surprised you're passing the time with your good friend Mr. Booze. Well, the plan was to have a little get-together with all the instructors to celebrate finally being back, but the only ones who've shown so far are me and these two, and they're not exactly my first choice for drinking buddies. Ich feier den Heinrich. You better not be mocking me to one of your students, Instructor Weilstein. Why, come and join us, Reen. There's a seat right here and the libations are flowing fast and free. Yeah, nah, it's alright. I wouldn't want to intrude. If I sat down, it would be over. I'd never escape. Ich glaube, das könnte ein geiler Abend werden. I wish the other instructors would hurry it up. I'm not sure how much longer I can suffer this company. I would have been better off just getting sloshed by myself at the counter. Oh, das ist voll gemein den beiden gegenüber. You could be a gentleman and score some brownie points with your poor teacher, Reen. How's about giving me an excuse to blow this joint? What do you mean? Well, I'm sure not having any fun sitting around here, and my chances of getting drunk are plummeting by the minute. So given the choice, I'd much rather kick back and relax over at the dorm with you. What do you say? Bail Sarah out. Ja, machen wir mal. Fine, fine. I'll head over to the dorm in a little while. Hehe, attaboy. I'll give these guys the slip as soon as I can then. See you later. Alligator. Looks like I won't be able to keep the arrangement I made earlier now. Better call and bow out as gracefully as I can. Ring contacted. Ich glaube, das liegt daran... Nee. Ring contacted his friend he'd agreed to meet with earlier and apologized for not being able to make it. Okay, I guess I'll head over to the dorm. Ich glaube, hängt das eventuell damit zusammen, dass vorhin ich jemandem das Commitment gegeben habe im Academy-Bereich, weil hier stand irgendwas mit Arcus, als ich vorhin mit Milliam gesprochen habe. Ich glaube, durch die räumliche Entfernung variieren die Texte oder hat es einen anderen Hintergrund? Hey, I'm gonna ditch this sad excuse for a party as soon as I get the chance. I'll see you at the dorm later. Okay, aber vielleicht kommen ja die anderen Instructors noch, also du wartest ja noch auf die, insofern kann sich ja hier trotzdem noch ein cooler Abend auch ohne Reen ergeben. Naja, wir werden sehen. Oder auch nicht. Ah, hier komme ich diesmal rein. Das ist schön. Und hier ist auch einiges los um diese Uhrzeit. Guten Tag, du bist doch Monk, ne? Na klar, den erkennt man direkt an seiner Frise. I haven't gazed upon this wonderful, wonderful board in a very long time. There really aren't as many submissions as there were during the peak Misty period, but that's no surprise. It's heartwarming to see how many there still are, though. Radio Trista's die-hard fans clearly haven't turned away from it. It's making me a little emotional. I believe the time has come. The time for Radio Elias' passion boy to make his glorious return to the airwaves. Airwaves, das sind für mich auf Lebzeiten Kaugummis, egal wer das Wort in anderen Kontexten gebraucht. Ich habe damals diese roten Airwaves so geliebt, die gibt's, glaube ich, immer noch, ne? Ich habe heutzutage nicht mehr so viel Kaugummi immer ständig um mich rum, wie ich das früher noch hatte. A wealth of different submissions that have been sent to Radio Trista are on display. Kann sein, dass es Airwaves noch gibt, aber irgendwie ist das so gedanklich bei mir irgendwo eher in der Vergangenheit verankert. Oh, hello. Really glad you were able to take this town back from the Alliance. Nice work. We're cooking...
up a special broadcast for tonight about everything that happened here. You're all gonna be famous. Would actually kind of prefer if you guys didn't make too much of a big deal about our involvement in all this. Too late. After having the truth silenced by the army for so long, the director's desperate to broadcast it now. His attention is starting to shift to the battle for Heimdall tomorrow, though. He's got his heart set on broadcasting it all live, so he's running around doing the preparation to make that happen. Really? That's an interesting idea. I can't imagine most places in the country have a clear idea of what's going on. Getting accurate, unbiased information to as many people as possible could even have an impact on the war's outcome. That's his theory. Tomorrow's going to be one heck of a day, that's for sure. Ever since the Alliance took over, our broadcasts have been heavily restricted, but now the director's all fired up about using the radio to spread the truth. Who can say how much will actually influence the war, but tomorrow should be one heck of a day. Okay, also hier ist die Spannung förmlich greifbar, aber wer kann's ihm auch verübeln? Ich meine, der lebt ja dafür, der blüht ja, was? Förmlich auf in seinem Job. Voices can be heard from the other side of the glass. Alright, that does it for the script. Still, we're doing this thing live. The guys doing the recording need to be ready for anything. Right. We're all ready to go here too. If you don't mind me asking, how close to the action are we gonna get? What do you think? As close as we can. He's really fired up in there. I just hope he doesn't do anything too risky. Voices can be heard. Okay, people, let's get those final checks done. Get our narrator on standby too. Tomorrow's going to be a really important day for all of us. Das wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen, egal wie das Ganze ausgehen wird, aber hoffen wir natürlich auch das Beste. Okay, egal von welcher Seite ich die Kabine jetzt anquatsche. Der Text bleibt der gleiche. Na gut. Dann sind wir hiermit auch durch. Habe ich hier schon versucht? Oh nein, hier war ein rotes Ausrufezeichen. Shit. Hey, Valimar. Hello, Reed. I came to see how you're holding up. Sure was a surprise when you offered, but thanks for volunteering to serve as a lookout. Not a problem. Perhaps you and your friends have influenced me to some degree. Each and every one of you have come a long way to take this place back. I simply wish for you to be able to dedicate this evening to celebrating that achievement. Thanks. You know, looking back, I never figured the day would come when I'd be able to have a natural conversation with you like this. You've changed a lot in that regard. You've gone from sounding mechanical to dignified, I suppose. I've been working to gradually recover my memories over time. And while still fragmented, I am now able to recollect specific memories from my past. Really? Does that mean you remember some of what happened before you went to sleep in the old schoolhouse? Correct. I went to sleep 250 years, 128 days ago. And my previous awakener was a man known as Drykel's Rice Arner. Wow. So it really was Drykel's, huh? I had my suspicions when I saw that memory in the last shrine, but I didn't want to assume. I believe you resonated with the memories that reside within the proving grounds. Drykel's visited the spirit shrines as you did. In each one, he obtained the same ore with which to forge his weapon, advanced upon the same capital, and it was there, with many allies at his side, that he laid the war to rest in one final confrontation. It's kind of eerie how similar our paths are, but it makes me feel a little self-conscious too, in a way. I doubt we're doing all this half as well as he did. What kind of person was he, anyway? He was an open-minded, composed, and driven man, full of bravery and daring, and in some ways, an enigma. Yet for those he met, he was ever kind and merciful. He had dignity in measure with his stature, and still at times, one could see in his eyes the glimmer of a child's. He was really something, wasn't he?
Hearing you talk about him, I don't know if I could be anything like he was. But maybe if I were, I'd be able to do more for everyone. There is little need in striving to be something more. Huh? Since my awakening, I have watched over you. I have seen you grow as a person. Dracula's found success in playing to his strengths. You, though different, possess strengths no less great. Just as he attracted his own supporters, so too have you gained those who would choose to stand by your side and no other. Take pride in those who become your sword, for not even kings can buy the loyalty you earn. Thanks, Valimar. You're right. I should focus on improving myself as I am, rather than try to become someone I'm not. Seeing as how I'm fighting for my future and to bring home my friend, it wouldn't make sense to be anyone else, really. Oh, yeah. It sounds like the Tachi will be done by morning. So if you're up for it, I think we should test it out tomorrow. I'll be counting on you, Valimar. I shall do all within my power. Cool. Mit Valimar zu sprechen ist inzwischen echt wie mit jedem anderen Class 7 Mitglied und wie der Reen auch beschrieben hat. Reen hat auch, glaube ich, zum ersten Mal gefühlt ein Kompliment dankbar angenommen, ohne da irgendwie rumzudiskutieren oder das klein zu reden. Valimar is more than capable of protecting the West Gate on his own. I should take the chance to walk around and take in the ambience. Absence wollte ich gerade sagen, was gar keinen Sinn ergeben hätte. Diese Strecke da, selbst die ist mit Erinnerungen verknüpft, weil wir doch damals dort mit dem Orbital Bike entlang gefahren sind. Ne? Und auf der anderen Seite erinnere ich mich immer noch an diesen einen Bonding-Event, war das, glaube ich, mit Sarah zusammen. Überall sind schon Dinge passiert. Das ist echt so faszinierend. Okay, warte mal, jetzt habe ich aber noch ein paar Gebäude. Gucken wir uns mal die Läden an. Wenn wir da überhaupt reinkommen, das tun wir. Und die Zeit wäre es doch völlig legitim gewesen, das Ding einfach zuzumachen und draußen mit uns zu feiern, oder? I haven't been able to reach our owner for some time now. Logically, I know he's probably just fine, but I can't stop worrying about him. I hope tomorrow's operation goes well so I can talk to him again. I'm very worried about the operation tomorrow, as I imagine most people are. Please try to get plenty of rest tonight while you can, so that you'll be in peak condition for whatever you need to do. Dankeschön, wir machen das schon. Wobei Reen wahrscheinlich vor Aufregung auch nicht wirklich schlafen kann. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall wieder einige Items, die ich noch nicht besitze, aber 9000... Weiß ich nicht, ob ich die jetzt ausgeben wollen würde, aber... Da ist ein ordentlicher Speed-Boost dahinter. Ich glaube, ich nehme mal so ein paar mit. Nee, noch nicht anlegen, bitte. Und hier habe ich einen Agilitätsboost um 10. Achso, da unten steht ja auch, Moment, da unten steht ja auch Evade. Und hier Speed plus 7. Ich muss einfach nach unten gucken. A jumper in a vivid passionate red color. Leather boots that have been dyed a vivid passionate red. Weiß ich nicht, soll ich den Jumper auch nochmal mitnehmen? Mann, komm, ich kaufe das jetzt doch nochmal. Nicht, dass ich im Endgame vielleicht mir doch nochmal so ein Evade-Bild bauen will und vielleicht Vieh dann irgendwie nochmal ins Spiel kommt oder so und ich dann genau so ein Rüstungsteil dafür gebrauchen kann. Man weiß ja nicht. Also ich weiß es nicht. Ihr vielleicht schon. So. Wenn ihr eine Frau wärt, welches oder auch ein Mann, ist egal. Welches dieser 3 Kleider würdet ihr nehmen? Welches findet ihr am schönsten? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich tendiere ja immer zu Rot, aber irgendwie mag ich das Grüne hier gerade am meisten. Wobei das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es mich ein bisschen an Mary erinnert. Ja, hier ist langweilig, weil hier zweimal die gleichen sind, links und rechts. So, ich komme schon wieder in meinen komischen Umfragemodus. Ich weiß nicht warum, aber das ist für mich auch irgendwie der größte Mehrwert an Twitter. Ich liebe einfach Umfragen. Ich kann den ganzen Tag nur Umfragen machen, an Umfragen teilnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich da mal irgendwie beruflich irgendwas in die Richtung machen. Kann man mit sowas Geld verdienen? Wahrscheinlich nicht ausschließlich. Hey, it's one of Dora's little heroes. Naja, please don't tell me people are calling us dead.
Sorry, it's just the festive mood talking. Pay me no mind. We're all so grateful for what you did. Thanks to your students, we're free. As a way of saying thanks, we'll be staying open late just for you guys. I'm sure you want to enjoy yourselves and catch up with your old pals, and we don't want to get in the way of that. That's really nice of you, thanks. Und was ist, wenn ich hier gar nichts kaufe? Hard to believe it's been 2 whole months since the day you kids first vanished. It's been a long time coming, but I'm happy you all managed to get back together in one place again. Now get out there and have fun. Aber ich denke ja nur wegen mir jetzt hier offen. Also warum soll ich jetzt rausgehen? Versuch mich doch eher hier zu halten, wenn ich schon der Grund bin, dass du hier stehst. A liquid jelly drink that energizes its drinker. Nehmen wir mit. Guck mal, das sind 20 CP. Das könnte sogar... Ich mach mal 2 draus. Also 3 insgesamt. Das könnte vielleicht sogar in brenzligen Situationen noch einen Unterschied machen. So, sonst noch irgendwas? Ein paar Nuller sehe ich jetzt hier, aber ich werde jetzt nicht alles auf 1 hochkaufen, denn so viel Geld haben wir tatsächlich nicht mehr. So, gibt es hier wieder irgendwas, wo man Umfragen machen kann? Nö. Es bleibt bei der Kleiderfrage. So, dann haben wir jetzt noch 2 Häuser, wenn man so will. Oder 2 Gebäude. Hier kommt man vermutlich nicht rein. Alles wie immer. Dann gehen wir mal den Micht in seinem Pornshop besuchen. Lang nicht mehr hier gewesen. Na, mein Freund? You're a weird kid, you know that? Everyone's out there celebrating and you're hanging out in a dingy old shop. Dingy? Dingy? Haha. Nice to see the war hasn't changed your attitude at least. I hear you were gathering information on the war and passing it on to Principal Van Dyke this whole time. I wanted to thank you for that. Well, you're gonna do something to kill time when business is slow, right? Seriously, kid, it was no big deal. But what's this I hear about you helping out the Imperial Army with an operation tomorrow? Let me give you a word of advice. Watch your back. You can't stick your hand into a hornet's nest without getting stung. Every action has a consequence. That's very true. I'll be sure to keep that in mind tomorrow. The merchants of Trista have apparently agreed to stay open until late tonight, so here I am. Bah. You guys just watch your back tomorrow. The guys behind this war are real monsters, every last one of them. The merchants of Trista have apparently agreed to stay open. Here I am, every last one. Okay, so. Traden. Ja, hier wäre jetzt nochmal eine gute Möglichkeit, eventuell was aus der Ecke zu holen. Aber sag mal, dieses Semurien-Ohr, was ich da von Heinrich bekommen habe, was kann ich denn damit machen? Muss ich wahrscheinlich zu George hin, ne? Um damit irgendwas Sinnvolles anzustellen. Ich weiß nicht. Warte mal. Nee, achso, sowas wie Attack und so hatte ich ja nicht. Der hat nur die Quarze, die, achso, hier sind die statusgebundenen und rechts sind die skill-gebundenen Sachen quasi. Okay, da habe ich das jetzt auch verstanden. Bringt mir zwar nicht viel, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Nicht. So, hier habe ich auch keinen Bedarf, weil immer noch alles voll. Ey, ich könnte mich echt hier komplett kaputt kochen, ne? Ich könnte mich so übereindecken mit verschiedensten Sachen. Das Problem ist nur, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur mit Reen kochen, was ein bisschen blöd ist. Aber warte mal, ist Reen derjenige, der die Currygerichte gut zubereiten kann? Nö, nicht wirklich, okay. Dieses Smiley gerade hat Bände gesprochen. Das Haus müsste jetzt eigentlich leer sein, wenn die ganze Family draußen steht. Oder haben wir hier irgendeinen unerwarteten Gast? Nö. Hätte ja sein können, dass sie sich ein Haustier zugelegt haben oder so. Ich finde eh, dass in Code-Stil wenige Leute nur Haustiere haben. Wir haben Katzen vereinzelt gesehen, aber wenige, würde ich sagen. Wenige. So, Leute, jetzt steht die große Entscheidung an. Mit wem verbringen wir die Nacht? Ich werde mich einmal, wie ich bereits angeteasert hatte, nochmal zu Laura hinbegeben. Denn Laura ist meine Herzensdame. Und mit Laura werden wir den Abend ausklingen lassen. Ich
wollte hier nochmal kurz nachgucken. Weil ich meine... Warte mal, also guck mal, Gaius und Elliot kann ich ja jetzt gar nicht mehr auswählen. Wenn die Möglichkeit bestanden hätte, dann hätte ich vielleicht einen von den beiden genommen, um die noch irgendwie auf eine Stufe 6 zu hieven. Aber die stehen mir ja nicht zur Auswahl. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganzen Level 6er eh schon festgesetzt sind und man da eventuell am Ende was freischaltet oder halt auch nicht. So, meine Liebe. Ich wollte dich nicht hängen lassen. Ich habe die ganze Zeit nur an dich gedacht. Und du bist diejenige, mit der ich den Abend jetzt ausklingen lassen werde, okay? Alle anderen sind egal. So. Also. Laura ist gelockt. Das heißt, warte, wenn ich sie jetzt nochmal anspreche. Ja, dann passiert ja auch nichts weiter. Alles klar. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt, als würde ich jetzt selber irgendwie auf so eine Art Date oder so gehen, aber... Ich bin auch neugierig und will wissen, was jetzt hier passiert. Achso, ich denke hier jedes Mal, ich laufe gegen eine unsichtbare Wand. Ständig. Weil ich immer diesen Blumenkübel da vor meinen Füßen nicht sehe. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Oh, ich habe gerade leicht schwitzige Hände. Was ist denn los hier? Ich speichere mal. So, are you ready? Wir gehen. Es wird wahrscheinlich voll unspektakulär am Ende sein. It feels so strange to be back here again. But as much as I'd like to sit around and das Wort konnte ich noch nie aussprechen. Reminisce? Keine Ahnung. I don't want to waste a night like tonight indoors. Besides, I've still got to talk to Towa, Angelica and George. Might want to check on Valdemar while I'm at it too. Stimmt, ich habe noch ein rotes Ausrufezeichen. Okay, dann wird der große Moment wohl auf das nächste Mal verschoben werden. Lass mich mal kurz überlegen, wo standen denn die 3? Ich sehe die hier nirgendwo. Ich bin verwirrt. Ich weiß, ich habe die irgendwann in den letzten Folgen... Da! Rooftop. Da. Viel zu spät gesehen hier. Warte mal, kann ich mich da direkt hinporten? Ja, das geht. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Ich habe neues Simulien-Ohr mitgebracht. Kann mir jemand was Schönes draus basteln? Oh, you guys are all up here? Hey, nice night, isn't it? It's a little on the chilly side, but it still feels pretty nice since there's no breeze out. Oh yeah, you're right. We're finally back here. Yeah, gotta admit, seeing it again's making me feel all emotional. No doubt. Especially since, unlike the rest of us, you guys were last here during the festival. You're probably feeling lonely with Crow missing. Toa, George, Angelica, I want to thank you. Huh? What for? You guys have helped us out so much. There's no way we could have gone that far without you. If it were just us first years, I don't think things would have gone half as well. So, on behalf of everyone here, thank you for everything you've done. We should be the ones thanking you. Yeah. Think about all the work Class 7 put into this and try saying that again. Exactly. You guys even helped me deal with my old man. Where would I be without you? I guess. But for the record, we've needed you just as much as you say you need us, you know. You shouldered the most responsibility on the Courageous, the ship that carried us and our dreams this far. And I'm gonna need you to keep watching our backs tomorrow. You think you can do that for us? Like you even had to ask. We'll be right there with you. We would never abandon you after we've come this far together. Thanks. I get this feeling like tomorrow's going to mark a turning point for us. Whether the Imperial Army's operation is a success or a failure,
It feels like the time for me to fight Crow is almost here. That's true. Yeah, he won't let a chance like this just waltz on by. And this time, I'm not going to let him win. I'll beat him, drag him right back here, and force him to finally graduate with you. You sure that's even possible, Reen? That's not going to be... I'm well aware that it won't be easy. But everyone, not just me, wants the four of you together again. Class 7 managed to reunite, right? Now it's your turn. You're amazing, Reen. And if you say that's what you're gonna do, I've got no reason to doubt you. Good luck. Tomorrow's operation is sounding crazier by the minute. Seriously. I better hope I can finish polishing off that Tachi. Also, mich würde Reen wahrscheinlich nicht so gerne in seiner Gruppe haben, denn ich zweifle das hochgradigst an, dass das möglich ist, wovon er sich da gerade was zusammenträumt, aber in einem JRPG ist das vielleicht dann doch irgendwie möglich. The conversation finally finished. Towa went back to the student council room to dutifully go over the plans for tomorrow once again. And after saying their goodbyes, George and Angelica departed for the engineering building to get tools and equipment needed to manufacture Valimars weapon. Aha. Das heißt, jetzt komme ich auch in das Engineering-Gebäude rein und kann Toa antreffen. Das ist doch beides durchaus checkenswert, würde ich sagen. Student Union. Gehen wir da einfach mal hin und gucken. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ah ja, ich stelle mir mal vor, das war gerade so ein Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist. Einer von den dreien ist insgeheim immer noch mit Crow in Kontakt und gibt dem so interne Informationen von uns weiter. So, wisst ihr, was ich meine? So, ich weiß nicht, wie man das am ehesten zutrauen würde. Also ich glaube, am überraschendsten wäre es bei Towa. Und ich glaube, am ehesten zuzutrauen wäre es Angie, weil sie finde ich, so die unberechenbarste ist von allen und man bei ihr vielleicht eher sagen würde, okay, ist eine Draufgängerin und die fährt halt zweigleisig, wenn man so will, aber am Ende sind sie wahrscheinlich alle loyal uns gegenüber und alles ist gut und ich habe nur wieder komische Hirngespinste. Gut, ihr Lieben, dann werden wir beim nächsten Mal mit Towa sprechen. Wir werden im Engineerings Building nochmal vorbeischauen und dann endlich unsere Nacht mit Laura verbringen und gucken, was da so abgeht. Für heute bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.